In my opinion, I find it extremely unfair that schools have such a big gap, something that you can exclusively get just because you have money. It's not affordable. I'll say it's fine for me. It's a problem for my parents, not me now. The students I have in front of me are rich, have a scholarship. Most of the time I don't know. Im ersten Teil dieser Reportage haben wir den Erik begleitet. Wir haben Einblick in seine Welt. Und es ist natürlich schon so, dass du halt zu einer exklusiveren Gruppe gehörst. Finanzieller Druck verspürst gar keinen. Wir sind jetzt auch einen Monat da. Wir sind schon auf das Wochenende auf Paris zusammengegangen. Wir sind jetzt auch schon den nächsten Jahr planen von Frankfurt. Marbella kommt dann auch noch. Aber auch in die Welt der EHL, der international renommierteste Hotelfachschule bekommen. One of the motto of the school is work hard, party hard. Rund 4000 Studierende aus über 125 Nationen besuchen die Schule. Was sie hier neben einem namhaften Abschluss erwartet, ist purer Luxus. Ein eigenes Sushi-Restaurant, ein Gym inklusive Olympiapool und Wellnessbereich, eine Bar, wo Champagner ausgeschenkt wird, Housekeeping, eine hauseigene Bäckerei und Konditorei und ein Michelin-Restaurant. Für das wird viel verlangt. Tadelloses Benehmen, Disziplin, Perfektion und viel Geld. Genau genommen liegen die Semestergebühren für einen vierjährigen Bachelorstudiengang für ausländische Studierende bei rund 180'000 Franken. Für Schweizer Studierende kostet er rund die Hälfte. Finanziell gesehen ist es für die meisten Studierenden hier kein Problem, aber nicht für alle. In diesem Teil der Reportage begleitet mir nämlich die Eleonore aus Ungarn. Sie ist eine der ganz wenigen Stipendiatinnen an der EHL und kann nur dank finanzieller Unterstützung in Form von Stipendien und Darlehen da sein. Dass der Druck an dieser Schule abschliessen zu können enorm für sie ist, spüren wir bereits, wo wir sie auf dem Campus treffen. Sie ist mitten in einer Gruppenbesprechung und kurz vor ihren finalen Prüfungen. I need to know when you can read it and when everyone can read it because I'm having class. I can kind of do it like once we've done like kind of during class a little bit, I guess, but then Ihr Stundenplan ist durchgetaktet. Darum geht es auch gerade weiter in ihre letzte Vorlesung vor den Abschlussprüfungen. Für die Eleonore bedeutet ein Abschluss an der EHL viel. Sie wird nämlich die erste ihrer Familie sein mit einem Abschluss an einer Top-Universität wie der EHL. Und wie sie uns erzählt, ist es ihr grosser Kindheitstraum. Graduating from EHL means a lot to me because my dream to study at EHL started when I was younger, mostly when I was hanging out with my parents and my parents' co-workers. So they worked on cruise ships and a lot of times I was in the environment. Cruise ships are also very similar. They're also part of the hospitality. To me, it's not only an achievement within my family that I graduated in the best hospitality school in the world, but it is also personally a very big thing because by graduating from EHL, I can access, first of all, the whole community. Die EHL ist nicht nur die älteste und renommierteste Hotelfachschule weltweit, sondern sie ist auch eine international bekannte und angesehene Business-Universität. Wer hier abschließt, hat die besten Voraussetzungen auf eine internationale Karriere. Hier werden nämlich keine Gastronomen oder Rezeptionistinnen ausgebildet, sondern künftige Topmanager. Allerdings solche, die wissen, wie man serviert, filetiert, degustiert und wie man ein Unternehmen führt. Nur rund 8% der Studierenden sind wie Eleonore mit einem Stipendium an der EHL. Für einen Großteil der Studierenden ist das Finanzieren dieser Schule kein Problem oder sogar generationenübergreifend eine Tradition. My brother did it, and also my parents are working in a hotel environment. So since I'm a kid, I'm in it. My father is a winemaker, so why not taking after that his factory? We'll see. The cost of living in Switzerland is pretty high, but it's not affordable. I'll say it's fine for me. It's a problem for my parents, not me now. Anders sieht es bei der Eleonore aus. Der finanzielle Druck belastet sie. Und der Zugang zur EHL ist alles andere als einfach gewesen. Getting to EHL was not an easy access for me. First of all, I got multiple scholarships, meaning that part of my study fees were covered by EHL,
Another part was covered by loans that I also took up with EHL, and whatever remaining part was covered by my parents, my family, my grandparents, sometimes my other family friends helped in. And then on top of that, however much is missing, if I can't pay for it, I would have the opportunity to get a loan, which I have to start to repay 1 year after I graduate. In my opinion, I find it extremely unfair that schools have such a big gap between how much they ask for. I understand that maintaining a school like EHL has a lot of expenses, but I don't necessarily think that it should be something that you have to pay for or something that you can exclusively get just because you have money. Nach ihrer Vorlesung muss sie direkt weiter in eine Gruppenbesprechung. In der Zwischenzeit treffen wir auf ihren Dozent. Wir fragen ihn, ob er als Lehrperson einen Unterschied sieht zwischen Studierenden mit und ohne Stipendium. To be honest, I don't know if the students I have in front of me are rich, have a scholarship. Most of the time I don't know. But I would say that sometimes the most knowledgeable and the most passionate students are the ones who are non-rich. Yeah. Can we just, maybe let's just talk about the objective. Passioniert trifft auf die Eleonore zu. Neben ihrem zeitintensiven Studium hat sie 3 Nebenjobs. Nur so kann sie sich ihren Lebensunterhalt finanzieren und trotzdem ist es oftmals knapp. Sie erzählt uns, wie schwierig das für sie ist. You have to compromise a lot. If you're in my shoes, I work a lot on the side and just figuring everything out with the scholarships and with all those loans and etc. that I have to apply for. So I had to come to agreement with some people if they could help me out financially from my family, or to see if I could, let's say, pay for rent in 2 different, times, at the beginning of the month and at the end of the month, and stuff like this has happened in the past because of the situation that I'm in. One thing that I might feel like it's a little bit of a shame is that I do spend less time making friends and making meaningful connections with people here at EHL because I don't have maybe the money or maybe the time to hang out with people. Es ist bereits dunkel, als wir Eleonore heim begleitet. Sie wohnt nicht wie viele andere auf dem Campus, sondern ein bisschen außerhalb, in einem Studentenhaus. We don't lock it, so it's just open. It usually takes a very long time until I find my keys. This is very not glamorous. Light. This is my room. But I will take my heels off if that's okay. Because it's, wow, painful. Am heutigen Tag hat Eleonore mehrmals betont, wie dankbar sie ist, an der EHL zu studieren. Aber auch, dass sie sehr viele harte Zeiten hat durchmachen. Sometimes I find myself it's too much. So I feel like I have maybe a little bit of a burnout, and then I don't feel at all productive for a few days, and then I just stay in bed and feel kind of depressed and tired, and I'm incapable of getting myself to actually start to do work, and I'm just kind of crying or eating a lot, or it's an unhealthy habit every 2 to 3 months. And then the other hard moments are the ones before my exams. So before I take my exams, there's this policy that's a bit harsh at EHL that says that if you have not paid fully for the amount of school, then you cannot take your exams. Sometimes I still come a bit short of money, and I am always in the state of not knowing whether I can take my exams or not. During these times, it's really emotionally draining and tiring. Luckily, I have a lot of friends at EHL that always support me, and friends to whom they stand next to me, but sometimes I do still feel a bit lonely and I feel a little bit misunderstood. Nach ihrem Abschluss möchte Eleonore in die USA, um dort eine Karriere im Eventmanagement zu starten. Why are you working so hard? Why? Well, sometimes I don't know myself. I ask myself the same question. Why am I doing this? That I want to be able to give to my children the possibility of
going to school without having to worry about things like I am worrying. So I think the reason why I'm working so hard is because I want to be able to give everything to my loved ones and especially my children.